Willkommen, Schwester. Ich bin Simon Rita und ich bin heute hier mit der wundervollen Karin. Vielen Dank, dass du hier auf Hallo. Besuch kommst in Ganesha Mobil. Ich bin in Wedemark, Wiedemark. Wedemark in der Nähe von Hannover, wo wir heute Abend Tempel feiern werden. Hm. Darauf freue ich mich schon sehr. Und ich hatte schon einen wunderschönen Nachmittag mit Karin und ich wurde genährt mit einer Suppe und wir haben schon ganz viel gesprochen und daran möchten wir euch jetzt ein bisschen teilhaben lassen, in den Schwesterngesprächen hier. Und liebe Karin, ja, die allererste Frage ist, Hm. was ich gerne von dir, oder magst du gerne von uns erzählen, wie dein Weg dich in den Kreis geführt hat? Ja, das will ich gerne tun. Eigentlich hat es mich so etwas überfallen. Ich habe zwei Worte gehört in einem Gespräch von Awakening Woman und das war in einer Phase in meinem Leben, wo ich mich entschieden hatte, jetzt muss ich mich etwas zurücknehmen und muss ganz für die Familie da sein. Und dann habe ich angefangen, im Internet zu recherchieren und Awakening Woman zu suchen und bin dann eben auf die Seite gestoßen, die mich auch gleich absolut abgeholt hat und angesprochen hat. Ich war beeindruckt von der Schönheit auch erstmal und beeindruckt von den Worten und dann habe ich mich entschieden, mich bei einer Sadhana anzumelden. Wo du gesagt hast, du warst beeindruckt von der Ja. Schönheit, als Karin gerade eben kam sie mit Rosenblütenblättern. Du hast dich dann zu einer Sadhana angemeldet und ich weiß auch, dass es Mhm. die Durga Sadhana war. Wir haben darüber gesprochen. Du hast dann begonnen, so von zu Hause aus, diese Übungspraxis da dich hinein zu wagen. Wie ist es dir damit ergangen? Was hat die Sadhana in dir bewegt? Und vor allem die Durga ist ja diese Dharma-Göttin. Hat die wohl was damit zu tun? Ich glaube schon, dass es kein Zufall ist, dass ich bei der Durga gelandet bin. Ja, wie soll ich es beschreiben? Also, was hat es mit mir gemacht? Ich bin erstmal nach einer längeren Pause wieder in die Praxis eingestiegen und ähm, Durga hat mich abgeholt, indem ich vom ersten Moment an bemerkt habe, alles, was ich tue, ist erlaubt. Also Mm. alles, was ich tue, das Tempo, was ich wähle, die Praxis, die ich mache. Ich fühlte mich einfach abgeholt und tief verstanden mit dem, wie ich jetzt gerade in diesem Moment war. Das war für mich ganz wichtig, dass dieser Moment, wie soll ich sagen, dieser Moment war sehr persönlich und die Sadhana hat mich sehr persönlich abgeholt. Ja. Du hattest auch in unserem Gespräch davon gesprochen, dass die Worte in der Sadhana, dass die diese Bilder in dir erweckt haben. Ähm, und ich weiß auch, also Shameli, wenn sie die Sadhana schreibt und wie, ja, wie sie diese Bilder eben in sich trägt und wie viel Mhm. Arbeit das ist, auch eben das in Worte zu fassen, dass sie das transportieren. Und es war so schön von dir zu erfahren, wie du das empfangen hast. Ja, ich habe bemerkt über die Sadhana, dass die Bilder in mir ganz tief einfallen und die Bilder haben in mir Räume geöffnet. Mm. Und die Bilder haben mich einfach nicht nur gedanklich etwas erleben lassen, sondern eben auch auf anderer Ebene, also auf ganzer körperlicher Mm. Ebene haben mich die Bilder abgeholt und sind so tief in mich hineingefallen, dass ich gleich das Gefühl hatte, das ist etwas, was lange bleibt, also was nachhaltig ist, könnte ich sagen. Es ist nicht einfach nur gelernt oder gelesen, Mm. sondern über die Mm. Praxis und über den Zeitraum, den ich mir selber nehmen konnte, sind die Bilder in mir ähm, nachhaltig, nachhaltig angekommen, so dass ich das Gefühl habe, da kann weiter wachsen und entstehen, was wachsen und entstehen will. Mm. Und dann Ja, kam du hast mehrere Sadhanas gemacht ja, und dann, das war auch während der Pandemie, ja. gell? Und warst in der Weisheitsschule und dann
hast du dich entschieden, an einer Live-Veranstaltung Mhm. teilzunehmen? Uh. Ja, ich habe mich dann dazu entschieden, die Tempelmama-Ausbildung zu machen und habe mich angemeldet, fühlte mich angezogen. Ich glaube, es hat alles gepasst, der Ort und die, die Zeit war einfach reif und auch der Wunsch, oh, mal schauen, was kann ich damit machen. Also das, was ich hier selber gerade erlebe, das scheint mich irgendwie so zu berühren, dass ich damit auch vielleicht selber arbeiten möchte. Und dann bin ich zu euch gekommen, ins Tempeltraining. Und dann im Tempeltraining, das war ja dann der erste Besuch in einem von unseren Live-Kreisen. Und natürlich ähm, ist das ja, du hast ja schon viele, viele Jahrzehnte schon praktiziert und trotzdem das erste Mal in unserem Kreis praktiziert. Hat dich da etwas überrascht oder ist es, beschreib mal dieses Gefühl, wenn du da ankommst, das allererste Mal in einem Live-Kreis? Ja, es ist für mich war es wirklich weil du es jetzt gerade gesagt hast, nach jahrelanger Praxis in anderer Form, ist es für mich tatsächlich angelaufen wie, ich praktiziere mit ganz anderen Mitteln als das, was ich vorher gemacht habe. Mhm. Also ich nehme wirklich meinen Körper als Eingangstor, um Spiritualität zu praktizieren. Nicht nur den Kopf oder das Bewusstsein. Ja, das war meine Erfahrung im Tempeltraining. Sehr viel Körperarbeit, sehr viel Tanz und auch in der Gruppe meinen Platz einzunehmen und in dieser heiligen Gruppe diesen Platz auszufüllen und zu praktizieren. Das war für mich ganz besonders. Mhm. Das hatte so etwas Einfaches und gleichzeitig war diese Einfachheit ja trotzdem komplex. Also nicht einfach, aber sehr komplex. Es hat mich Ja. jedenfalls in verschiedenen Dimensionen meines Seins berührt. Und das war neu für mich. Mhm. Und da habe ich gedacht, das ist etwas, was ich auf jeden Fall weiter in meinem Leben haben möchte. Da war klar, das ist es, was vielleicht so ein Missing Link nach den Jahren, die ich anders praktiziert habe. Und genau das habe ich jetzt auch in den letzten Monaten und Jahren weitergemacht. Ja, und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich damit aufhören werde. Du warst ja auch schon, du bist nach Hamburg gereist. Wir Mhm. haben uns auch auf der Tempeltour am Gründonnerstag bei der Suppe getroffen, am Strand und Oh dann ja. haben wir uns am Karfreitag getroffen im Tempel und auch gestern bei Katrin in Steierberg. Mhm. Ist Genau, in richtig, ja? Steierberg. Ich bin ein bisschen manchmal durcheinander mit diesen vielen Ortschaften und dann bin ich schon wieder am nächsten. Da warst du auch und jetzt heute Abend Mhm. werden wir hier praktizieren. Und ich glaube auch, dass, also ich erlebe das für mich selbst auch immer und immer wieder so als Schlüssel, dass ich eben, also ich praktiziere natürlich auch mit immer viel mit der Online-Sadhana und auch in der Weisheitsschule und Mhm. trotzdem immer wieder meinen Körper in Räume zu bringen, wo Frauen so zusammenkommen. Da ist noch was ganz anderes. Geht dir das auch so oder wie empfindest du das, wenn wir gemeinsam in einem Raum sind? Für mich ist dann immer noch dieses kraftvolle Feld des Kreises, fühlt sich an, als ob das schon immer da gewesen wäre. Mhm. Und das potenziert auch meine Praxis. Oder wie erlebst du das für dich? Ja, es ist ein Eintauchen. Also ich erlebe das immer wieder, dass das, was im Außen ist, dann auf einmal auch in meinem Inneren Mhm. erlebbar ist. Das finde ich auch so ganz wunderbar an der Praxis von Awakening Woman. Also das, was ich im Außen sehe bei den Frauen oder erlebe, das öffnet immer meine eigenen Mhm. Räume. Mhm. Ich erkenne immer wieder meine eigenen Räume wieder und ich schaue oder praktiziere mit den Frauen zusammen und in jeder Frau erkenne ich auch oder
das, was die Frauen mitbringen, die Räume, die sie halten, ich erkenne das immer wieder in mir selbst, immer wieder. Und dann ist es so, als würden wir nicht nur einen Raum, einen großen Raum aufmachen, sondern eben auch kleine Räume in jeder einzelnen Frau, die einen großen Raum machen. Hm. Das ist ganz neu für mich und das ist so, ja, heilsam. Ich finde, das ist etwas sehr Heilsames, über andere Frauen, mich selber zu sehen und festzustellen, dass was andere Frauen unter ihrer persönlichen Geschichte haben, dass das auch meins ist. Oder andersrum zu sehen, dass was die persönlichen Geschichten sind, eben auch meine sind, aber dass es immer etwas gibt, was da drunter liegt, was so, ähm, was uns gleich macht und was uns eint. Das ist etwas, was ich sehr liebe an dieser Praxis. Würdest du sagen, dass diese Arbeit und diese Erfahrungen im Kreis, also diese spirituelle, verkörperte weibliche Praxis, dass das auch dein Leben und auch dein Wirken in der Welt beeinflusst hat? Hm. Ja, das kann ich auf jeden Fall sagen. Das hat mich dahin geführt, dass ich meine persönliche Geschichte auch nicht so ernst nehme. Es hat mich auch dahin geführt, dieses tiefe Vertrauen zu entwickeln, dass ich eben nicht alleine bin. Also, dass es ganz viele Schwestern gibt, die eben vieles mit mir teilen. Also, das hat schon eine neue Form von meinem Erleben geschaffen, so kann ich das sagen. Ja. Sagst du die Frage bitte nochmal? Ich dachte auch daran deine Arbeit. Also Ja. ich für mich erlebe auch, dass irgendwann kam dieser Moment, wo sich das einfach in alle Aspekte, alle Aspekte meines Lebens ausgebreitet hat und wo es mich auch, ähm, wo das nicht mehr zu trennen war. Natürlich ist es der Tempelraum, öffnet Räume oder da kann ich hingehen und bringe mich hinein oder meine Themen hinein. Und gleichzeitig bin ich nicht, also ich bin in meiner Familie und diese Tempelarbeit, die unterstützt mich sehr, auch da auf meinem Platz zu sein. Oder auch als Geschäftsfrau, weißt du, da auf meinem Platz. Wie geht das denn jetzt, wenn wir davon sprechen, wir wollen auf eine neue oder auf eine andere Art kreieren, so wie wir das kennen in unserem Herzen? Ja, das hat mich schon sehr, also verändert auch nachhaltig. Also die Arbeit, die Praxis von Awakening Moment in allen Bereichen meines Lebens sehr viel mehr mit meinem eigenen Rhythmus zu gehen, viel mehr mit meinem eigenen Rhythmus zu arbeiten. Immer wieder auch die Klarheit zu mir zurückzuholen, dass es Struktur braucht, dass es Struktur braucht, die meinen Rhythmus auffängt. Also das ist so Genau. etwas, was mir so ganz, ganz, ganz bewusst geworden ist, nachdem ich immer also damit gegangen bin, was bedeutet das Rhythmus und Struktur, was macht es mit mir in meinem Alltag, in meinem Berufsleben, um dann dort anzukommen, dass ich jetzt verstanden habe, vielleicht nicht immer umsetzen kann, aber ich kann jetzt verstehen, dass ich sowohl die also der Schöpfer für meine Struktur bin, als auch diejenige, die achtsam mit dem eigenen Rhythmus umgehen muss. Dass das beides in meiner Hand liegt. Also dass ich Struktur bin und dass ich Ordnung bin, also Rhythmus bin. Und das finde ich, das kann ich wohl sagen, das hat auch nachhaltig in meinem Leben eine Wirkung. Nicht nur im Tempel, wenn ich als Tempelmama die Türen öffne, sondern schon auch in meinem beruflichen Feld und in meiner Familie. Du hast ja dann auch nach dem Tempeltraining, du bist nicht gleich nach Hause und hast gleich einen Tempel geöffnet, gell? Und heute ist auch eine Ankündigung, weil ab heute ist nämlich dein Tempel ein offener Tempel. Genau. Und bis dahin hattest du einen kleinen, geschlossenen Tempel. Und ich glaube, das ist sehr wertvoll, einfach auch zu hören, den Weg, den du gewählt hast, weil ich glaube, da stehen ganz viele Frauen auch an diesem Punkt. Ja, nach dem Tempeltraining bin ich sehr beflügelt zu Hause angekommen. Wirklich sehr beflügelt.
Das war eine wunderbare Woche für mich und ich habe mich ganz frei und weit und offen gefühlt. Ich weiß das ja genau. Ich bin dann in meinen Geburtstag gegangen und habe das einfach ganz offen und ganz freudig entgegengenommen, die 50. Und ja, danach habe ich entschieden, wie geht es weiter und habe sehr darauf geachtet, was ist mein Gefühl von, ähm, jetzt ist es soweit. Also ich habe mich nicht gleich bereit gefühlt, da eine Tempelgruppe jetzt aufzumachen und gleich in diese Struktur hineinzugehen, um mir eine Struktur zu schaffen. Ich brauchte schon ein paar Monate und habe immer wieder überprüft, ist es das, was ich jetzt machen möchte? Wann möchte ich das machen? Wie möchte ich das machen? Und dann war irgendwann mal der Moment da, wo ich gedacht habe, so, jetzt ist es soweit, jetzt kann ich die Tempeltüren aufmachen. Und dann habe ich für Struktur gesorgt. Und das hast du auf eine sehr weibliche Art, jetzt kommt gleich ein Pferd hier vorbei, das hast du auf eine ganz weibliche Art und Weise auch getan. Also äh, zum Beispiel, wie hast du dich für den Wochentag entschieden? Ja, ich habe einfach in mich hineingehorcht und das ist mir nicht ganz leicht gefallen, ähm, dem, was ich als ersten Impuls wahrnehme, auch wirklich zu trauen. Mhm. Also der Tag, Mhm. der für mich favorisiert war und der für mich sich sehr gut anfühlte und stimmig anfühlte, das war der Tag, den dann mein Kopf sehr in Frage gestellt hat. Ja, ja, Ist ja. das der richtige Tag? Können denn dann die meisten Frauen oder ist das nicht ein Tag, den sie eher der Familie widmen wollen? Also ich habe lange hin und her diese Fragen hin und her gewälzt und mich am Ende dann aber dafür entschieden, dass ich diese Tempeltüren aufmache, sodass es für mich stimmig ist. Mhm. Also, dass es in meine Struktur passt und dass es in meinen Rhythmus, in meinen Wochenrhythmus passt. Nämlich zu der Zeit, wenn ich ja auch am entspanntesten sein kann Mhm. und am weitesten sein kann. So habe ich mich dann entschieden, den Tempel am Sonntag zu machen. Und das ist so, für mich ist das so diese weibliche Art, Dinge zu tun und zu lauschen und eben da Mhm. ganz nah bei der Freude zu bleiben, auch im Vertrauen zu sein und auch das zu ehren, was uns gegeben wird und uns selbst dafür zu ehren, uns diese Geschenke zu machen. Und dann hattest du in einer kleinen Gruppe begonnen, habt ihr hier bei dir, habt ihr ein paar Tempel schon abgehalten. Was war es denn oder was ist denn der Impuls, dass du jetzt sagst, oh, jetzt bin ich bereit, da die Mhm. Gruppe zu öffnen? Du bist ja auch ein Teil von dieser Mhm. Tempeltour. Es ist einfach so, dass die Zeit reif ist. Was soll ich sagen? Ja, die Zeit ist reif. Es fühlt sich Ja, jetzt einfach stimmig ja. an. Also es fühlt sich stimmig an. Der Tempel ist organisch gewachsen und vor allen Dingen bin ich gewachsen in dieser Aufgabe, wenn ich Mhm. das so als Aufgabe, also ich habe mir einfach Zeit genommen, damit Mhm. umzugehen. Ich habe mir Zeit genommen, immer wieder in mich hineinzuspüren und ja, zu fühlen, ist es das noch? Also ist es immer noch das, was ich eigentlich Mhm. wollte? Mhm. Fühlt es sich immer noch gut an? Und so kann ich sagen, ich weiß gar nicht genau warum, aber jetzt ist es soweit. Du hattest ja auch auf der Tempeltour zuerst dachtest du, du würdest einen kleinen Wohnzimmertempel machen und Mhm. mittlerweile ist es ja ein großer Tempelkreis geworden. Und wenn du jetzt hier zuhörst und auch in dieser Umgebung von Hannover zu Hause bist, dann werde ich hier in der Beschreibung von diesem Video werden wir deine Webseite und auch sie ist ja noch keine Tempelgruppen-Webseite, die kommt dann Mhm. vielleicht, aber sie hat ein wunderschönes Mhm. Instagram-Profil, wo man sie findet und dann, wo du mit ihr Kontakt aufnehmen kannst, wenn du gerne in diese Tempelgruppe gehen möchtest. Liebe Karin, ich würde gerne abschließend einfach dir nochmals den Raum geben und dich fragen, ob es noch etwas gibt, weißt du, was dir am Herzen liegt, was du gerne teilen möchtest, etwas, was gerade lebendig ist in dir. Also was lebendig ist in mir, gerade weil ich jetzt so viel unterwegs war und die verschiedenen Tempel Mm, auch mit ja. besucht habe,
ähm, habe ich gemerkt, dass meine Vision, die ich hatte, warum ich auch diese Arbeit gerne machen wollte, hat sich einfach bestätigt. Ich habe das Bild, dass die Tempelarbeit, ja, also um es ganz kurz zu sagen, dass die Tempelarbeit die Welt eigentlich verändern kann. In der Art und Weise, dass wir alle unseren Platz einnehmen und dass wir wie wie ein heilsames Netz, die Mm, uns miteinander verbinden. Und das ist so, ich hatte vorhin das Bild angesprochen von einer Gase, die man so auf Wunden legt und die sich so auf die Wunde drauflegt, damit von innen heraus, also aus dem Unsichtbaren heraus, dass ähm, ja, die Wunden von innen heraus heilen können. mm, Dass die Welt sich nachhaltig verändert in ja, in eine andere Welt, die vielleicht weniger, weniger von der patriarchalen Struktur hat. mhm. Also nicht gegen die patriarchale Struktur, aber weniger davon. Oder im balancierteren mit dem Weiblichen, mit dem Netz, was wir so auf diese Wunden drauflegen und was dann von innen heraus alles heilt. Hm? Ich erfahre das auch so, das ist so diese Revolution aus den Herzen der Frauen Ja. und was wir da bewegen und eben, oder auch schon ganz viele immer bewegt haben und auch vor allem das, was vielleicht niemand sieht und es aber ganz, ganz wichtig ist und auch ganz, ganz wirkungsvoll ist, Ja. indem wir das tun. Und dieses Netz erlebe ich gerade auch auf der Tempeltour noch viel, viel mehr, wie sich diese Verbindungen dieses Gewebes noch mehr verbindet und verstärkt. Und ich da ist da so eine Freude, wenn ich daran denke, Mhm. auch diese Erfahrung, jetzt all diese Begegnungen, die Gespräche, die Frauen, die auf dem Weg sind und Und das finde ich so wichtig. Also das ist so eine wertvolle Arbeit, hm, dass sich die Frauen miteinander vernetzen. ja, Und dass es ja, gar nicht immer großartig sein muss, mhm, sondern über das Vernetzen, glaube ich, kann auch sehr viel Vertrauen wieder in die eigene Essenz mhm, entstehen. Ja? mhm, Weil wir eben spüren, wir sind nicht alleine. Wir spüren, es gibt viele, viele Frauen, die dieses selbe Verlangen haben danach. mhm. Und das ist das, was ich meine mit dem Netz, dieses Vertrauen, was wir durch die Vernetzung in uns selber wieder sehen. Also das Vertrauen, was wachsen kann, auch in uns von innen heraus Mhm. wachsen kann und selbst heilen und damit eben auch vieles auf der Welt verändern kann. Yay, Yeah, das yay. glaube ich. Vielen, vielen Dank, liebe Karin. Ich danke dir. Mhm. Hm. Und ja, vernetzen und unterstützen und Ja, feiern. und feiern, Ja, feiern, und ja. feiern. Ja. Schön, hast du uns zugehört? Und wir gehen jetzt in den Tempel. Mhm. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.